Hallo und herzlich willkommen bei Digicom. Heute werde ich euch zeigen, wie man mittels Clipchamp ein Video erstellt. Genug der Worte, lasst uns gleich starten. Was ist Clipchamp? Es ist eine webbasierende App. Ich lese euch mal vor, was Wiki dazu schreibt. Clipchamp ist ein Videobearbeitungsprogramm, das Microsoft gehört und von dem gleichnamigen australischen Unternehmen Clipchamp Limited entwickelt wurde. Mit dieser Bearbeitungssoftware kann der Benutzer audiovisuelles Material in einem Browser per Desktop-Anwendung oder App importieren, bearbeiten und exportieren. Eine gute Zusammenfassung von Clipchamp und was es kann, habe ich auf der Seite The Verge gefunden. Ich lese euch das mal vor. Clipchamp enthält eine Zeitleiste, genau wie Pro-Apps wie Adobe Premiere Pro, und verwendet eine Kombination aus Vorlagen und einer Bibliothek mit Filtern, Übergängen, Archivmedien und Stilen, damit Benutzer Videos mit Mehrspur-Audio-Unterstützung und benutzerfreundlicher Bearbeitung erstellen können. Microsoft hat einen Azure-basierten Text-to-Speech-Generator integriert, mit dem Entwickler VoiceOver in 70 Sprachen verwenden können, und OneDrive ist auch für die Cloud-Speicherung von Dateien integriert. Da aber OneDrive integriert ist und ihr auch ein Microsoft-Konto benötigt für die Anmeldung in Clipchamp, rate ich euch, hin und wieder auf eurem Microsoft-Konto nachzuschauen, also auch in OneDrive, denn zwar kann man die automatische Sicherung von zum Beispiel Rohmaterialsvideos abstellen, aber es kann vorkommen, dass das Microsoft-Konto oder diese Einstellungen etwaige benutzte Docs oder Excel-Sheets auf eurem Microsoft-Konto sichert. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr es kontrollieren und gegebenenfalls diese Einstellungen ändern, so dass sie euch euren Anforderungen entspricht. So, noch ein Tipp für die Installation zu Clipchamp, bevor wir uns schnell noch die Preise anschauen, also die Pakete, die angeboten werden, denn ihr kennt das schon. Ein bisschen was ist gratis und das andere muss man bezahlen. So, ich habe jetzt über Google einfach in Google reingeschrieben Clipchamp, habe die Clipchamp-Seite geöffnet, also clipchamp.com, habe das Ganze im Firefox-Browser geöffnet. Ihr seht, das kommt da. Ihr könnt es kostenlos testen. Dann drücken wir mal drauf. Oh, da schau her. It looks like your browser is not supported. Aber keine Angst, wenn ihr sowas bekommt. Es gibt ja noch andere Browser. Schließen wir Firefox. Öffnen zum Beispiel Microsoft Edge. Wenn ihr dann auf kostenlos testen klickt, kommt ihr zu dieser Anmeldeseite. Ihr könnt hier entweder ein Konto erstellen oder euch mit Google anmelden, mit Facebook anmelden oder auch über eine E-Mail-Adresse anmelden. Was bekommt ihr für die kostenlose Version und was bekommt ihr für die bezahlbare Version? In der kostenlosen Version auf der Übersichtsseite auf der Homepage von Clipchamp unter der Rubrik Preise wird dies an Informationen zur Verfügung gestellt und hier steht: Bei der kostenlosen Version unbegrenzte Exporte ohne Wasserzeichen, bis zu 1080 HP kann man exportieren, also HD-Auflösung, kostenloses Audio-, Bild- und Video-Stockmaterial, und da ist wirklich etwas Gebrauchbares dabei, kostenlose Filter und Effekte. Einige habe ich schon ausprobiert und mit denen kann man arbeiten. Bin begeistert. Bei der Version, die ihr bezahlen müsst, und nach meinem Geschmack ist das schon ein bisschen teuer, 11,99 € im Monat. Da bekommt ihr einfach mehr Stockmaterial und auch eine Funktion für die Editierung und Erstellung von Markenkit, also Firmenlogos.
und zusätzlich noch Inhaltsbackup. Also dieses Backup, das ich schon zuvor erwähnt habe, wenn ihr zum Beispiel Clipchamp öffnet und ihr bearbeitet Videos, werden die im Hintergrund automatisch gesichert. Also wenn ihr diese Einstellung getroffen habt. Es gibt noch zusätzlich auf dieser Seite eine Rubrik, die heißt Pläne vergleichen. Die befindet sich unter dieser Aufstellung zwischen der kostenlosen Version und der bezahlt Version. Und hier könnt ihr ganz leicht schon ersehen, okay, das ist in der kostenlosen Version zur Verfügung und das andere in der bezahlbaren Version. Nach dieser Übersicht zwischen der kostenlosen und der bezahlbaren Version könnt ihr euch einen guten Eindruck davon machen, was auf euch zukommt. Ich rate euch natürlich, wenn ihr das erste Mal benutzt, die kostenlose Version zu wählen und dann zu entscheiden. So, ihr habt euch hoffentlich jetzt eine Übersicht machen können. Ihr habt euch registriert. Dann werden wir, mindestens ich jetzt mal, vielleicht auch ihr, Clipchamp starten und uns überblicksmäßig die Oberfläche ansehen. Dazu gebe ich in die Suchleiste Suchfeld von Windows einfach Clipchamp ein. Der Startvorgang dauert einige Sekunden. Das hier jetzt aufgegangen ist, ist schon die Benutzeroberfläche von Clipchamp. Nach meiner Meinung sehr einfach gehalten, was ich wirklich sehr begrüße. Hier haben wir Erstellen eines neuen Videos, wobei von Grund auf neu begonnen wird. Gleich rechts daneben haben wir eine Option, etwas aufzuzeichnen, Verwenden der Webcam, des Bildschirms oder des Mikrofons. Darunter haben wir schon die ersten vorgeschlagenen Vorlagen für Intros, Outros, aufgeteilt in Rubriken wie zum Beispiel YouTube, Instagram, Gaming, Veranstaltungen, Diashows. Schaut euch das einfach durch. Es ist wirklich sehr gutes Material dabei. Nach meiner Meinung gutes Material, das man auch benutzen kann. Darunter seht ihr jetzt die zuletzt bearbeiteten Videos, die aber nicht gesichert worden sind. Zumindest ich habe 3000 Mal geschaut, ob da irgendwas gesichert ist oder wird, und damit auch wirklich keine Daten dann auf dem Microsoft-Konto von mir vorzufinden sind. Ich mag das einfach nicht. Auf der linken Seite habt ihr noch ein Menü, einmal Home, einmal Markenkit, das aber nur in der bezahlbaren Version zur Verfügung stellt. Ich habe das kurz erwähnt, ihr könnt hier zum Beispiel ein Logo erstellen und das natürlich auch immer wieder verwenden. Dann eine extra Rubrik für Vorlagen, auch wie schon zuvor erwähnt, aufgeteilt in mehrere Rubriken, Intro, Outro, Instagram, YouTube, Social Media, Gaming und so weiter. Ihr könnt euch das hier, das rate ich auch, euch reinziehen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, einen Ordner für euch hinzuzufügen. In dem werden dann eure Videos abgelegt. Ich habe jetzt den Ordner digi-com erstellt und in dem werden wir jetzt arbeiten. Das ist jetzt die Benutzeroberfläche, mit der ihr arbeiten werdet. Hier auf der linken Seite ist das Menü, das ihr ansteuern könnt, aufgeteilt in eure Medien. Das heißt, alle Medien, Musik, Bilder, Videos könnt ihr hier reinziehen, werden vorgeladen, damit ihr dann später das in eine Zeitleiste runterziehen könnt. Wir kommen noch dazu. Dann habt ihr die Rubrik Aufnehmen und Kreieren. Da habt ihr die Möglichkeit, via Bildschirm und Kamera oder beziehungsweise den Bildschirm aufzunehmen oder über eine Kamera aufzunehmen. Dann hier natürlich noch aufgeteilt, nur in Kamera oder Bildschirm. Und dann
Text-to-Speech. Dann habt ihr noch eine Rubrik mit Vorlagen, auch schon erwähnt, einfach durchsehen, sind wirklich gute dabei. Dann die Rubrik Musik und Soundeffekte, das ist dann schon frei zu verwendendes Material von Clipchamp. Und hier bei Musik und Soundeffekte seht ihr schon, manche sind hier mit einem, ich kann es nicht genau sehen, aber es könnte ein Diamant sein, sind versehen worden mit diesen Diamanten, und das besagt nichts anderes, als dass zum Beispiel dieser Sound oder dieser Soundeffekt nur in der bezahlbaren Version zur Verfügung steht. Um hier das zu benutzen, klickt mit der linken Maustaste einmal drauf, haltet die Taste, zieht das Lied oder Sound dann runter in die Zeitleiste, so wie ich, und es wird importiert. Ihr seht hier diesen Fortschritt, wird geladen und dann seht ihr, dass keine Schrift mehr drinnen steht, das heißt, es ist geladen. Und wenn ihr hier mit dieser Wiedergabetaste es dann startet, könnt ihr euch das im Vorhinein schon mal anhören und eventuell, wenn ihr hier oben Videos oder Bilder hinzugefügt habt, das euch auch anschauen. Ich lösche das jetzt wieder in der Zeitleiste und zeige euch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr das in die Zeitleiste bekommt, ohne es hinzuziehen. Hier gibt es ein Pluszeichen mit Farbe hinterlegt, das heißt zur Zeitleiste hinzufügen, und wenn ihr das anklickt, springt das sofort runter. Im Falle, dass es noch nicht vorgeladen worden ist, wird das jetzt noch vorgeladen und dann könnt ihr euch das wieder anschauen oder anhören. Löscht das wieder, denn das brauchen wir im Moment noch nicht. Lasst uns weiterschauen. Hier auf der linken Seite gibt es dann noch einen Text. Das heißt nichts anderes, als ihr habt hier verschiedenste Möglichkeiten mit Vorlagen Text einzufügen. Durchschauen, auch wieder gutes Material dabei. Dann habt ihr noch die Rubrik Grafiken. Ihr seht, hier habt ihr auch einiges zur Verfügung, das ihr verwenden könnt. Es ist immer so wie zuvor gezeigt auch zu benutzen. Entweder ihr zieht es runter mit der linken Maustaste, ihr benutzt das Plus-Symbol oder ihr klickt mit der linken Maustaste hier in das Feld einmal drauf. Darunter unter Grafiken habt ihr Stockvideos, das heißt hier lizenzfreie, gratis Vorlagen zu eurer Verfügung. Aber auch die zu bezahlen sind, sind hier mit diesem diamantähnlichen Symbol versehen. Dann darunter unter den Videos noch die Stockbilder. Dann auch Übergänge. Hier sind leider nicht so viel gute gratis zur Verfügung. Aber wir werden sehen, wir werden auch andere Möglichkeiten haben, hier Übergänge zu schaffen. Last but not least, Marken-Kit-Option, aber leider, das steht uns nur in der bezahlbaren Version zur Verfügung. Nun schaffe ich eine Oberfläche, eine reine, die wir benutzen können, um dann unser Video auch zu erstellen. Ich begebe mich daher auf die Rubrik Ihre Medien. Lösche dieses Video, dieser Sound, den ich vorher schon angeklickt habe, der wurde dann natürlich auch importiert. Das ist jetzt hier die Oberfläche, die leere Oberfläche, mit der wir weiterarbeiten werden. Zuvor aber, was wird überhaupt erstellt? Was soll daraus kommen? Wie soll das Resultat aussehen? Dementsprechend müssen wir natürlich auch handeln. Im Vorfeld habe ich mir natürlich so einige Gedanken gemacht, was für ein Video soll ich erstellen. Zweck ist ja nämlich, so viele Menschen wie möglich nicht nur zu erreichen, sondern es ihnen auch aufzuzeigen, wie leicht es eigentlich sein kann, ohne Vorkenntnisse zu haben. Und somit habe ich mich entschieden, ich mache ein Meditationsvideo. Meditationen kennen die meisten Menschen. Und schon alleine, wenn jemand eine Alexa besitzt,
und dort schon mal die Naturgeräusche aktiviert hat, der weiß, wie gut das klingen kann und wie sehr man es auch für zum Beispiel Meditationen benutzen kann. So, somit habe ich mir voriges Wochenende, da hat es bei uns geregnet, einfach zwei etwas längere Sounddateien mit meinem Mikrofon draußen im Regen erstellt, also einfach mein Mikrofon draußen in einen geschützten Bereich positioniert und habe zwei Audiodateien damit erstellt, die natürlich etwas länger waren. Warum habe ich zwei Audiodateien von einer längeren Länge erstellt? Denn es können ja auch Störgeräusche dabei sein. Das heißt, ich brauche schon mal eine längere Spur, damit ich etwas benutzen kann, das auch wirklich frei ist von Störgeräuschen. Es kann ein Windstoß kommen, das hört sich an und schon ist es nicht mehr benutzbar. Des Weiteren habe ich auf zwei verschiedenen Seiten, die Stockmaterial anbieten, das lizenzfrei ist und auch kostenlos ist, mir zwei Videos gesucht und runtergeladen, die Wassertropfen beinhalten, wo Wassertropfen abgebildet sind und auch ein sehr beruhigendes Bild darstellen. Aber ich zeige euch das gleich, wie das Ergebnis ausschaut. Ich hoffe, man hört das jetzt. Das ist schon das Resultat. Hier habe ich ein Video gewählt, wo man Fensterscheiben sieht, wo der Regen hinunterrinnt. Um hier auch ganz sicher zu gehen oder um hier auch ganz sicher gehen zu können, dass es für Meditation oder zum Einschlafen zum Beispiel gebrauchbar ist, habe ich eine längere Version des Videos gewählt, nämlich ich habe aufgerundete 15 Minuten generiert. Ich habe aber dennoch nicht irgendetwas in den Audiospuren zweimal verwendet. Von Videomaterial habe ich auch nur zwei verschiedene Videos verwendet. Ihr werdet das jetzt hier bei der Erstellung miterleben können. Auch das Video, das Ergebnis, das Resultat werde ich auf den Channel veröffentlichen und ich weiß jetzt nicht genau, entweder da oben irgendwo oder da oben irgendwo wird es verlinkt im Infobereich.